In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Break-Even-Stop setzen kann. Das bedeutet, sobald der Preis oberhalb des Kaufpreises liegt, wird hier so eine rote Stop-Loss-Linie sichtbar. Die soll verhindern, dass wir wieder ins Minus laufen. Und wir wollen uns einmal anschauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken wir hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler by Break-Even Stop, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten damit, dass wir die Datei trade.mqh importieren. Das ist eine Datei, die Handelsfunktionen enthält, denn wir müssen gleich eine Testposition eröffnen, damit wir etwas haben, wofür wir den Stop setzen können. Dazu erstellen wir uns eine Instanz von der Klasse cTrade. Die bekommt den Namen Trade. Da wir kaufen möchten, müssen wir zunächst einmal den Ask-Preis berechnen. Das übernimmt die Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen Symbol_Ask, alles in Großbuchstaben, da wir den Ask-Preis ermitteln möchten. Und mit Normalize_Double und _Digits berechnen wir automatisch die richtige Anzahl der Nachkommastellen. Das kann sich je nach Währungspaar nämlich unterscheiden. Danach prüfen wir, ob wir offene Positionen haben, und nur wenn die Funktion PositionsTotal einen Rückgabewert von 0 liefert, dann haben wir keine offene Position. Und dann nutzen wir hier Trade.Buy, um auf unserem Testkonto eine Testposition zu eröffnen. Auf einem Echtgeldkonto würde man das natürlich nicht machen, aber wir brauchen diese Position, um jetzt im nächsten Schritt zu prüfen, ob unser Buy Break-Even Stop auch gesetzt wird. Dazu rufen wir eine neue Funktion auf, die gibt es noch gar nicht, darum müssen wir die jetzt programmieren. Die bekommt als Parameter den Ask-Preis übergeben. Sie trägt den Namen Check Buy Break-Even Stop. Wir haben keinen Rückgabewert. Und als Parameter nutzen wir hier den Ask-Preis. Damit das auch für mehrere Positionen funktioniert, gehen wir hier mit einer For-Schleife alle Positionen durch und zählen so lange runter, wie wir noch offene Positionen übrig haben. Für jede dieser Positionen benötigen wir jetzt ein paar Informationen. Wir fangen damit an, dass wir die Ticketnummer der Position ermitteln. Das geht mit der Funktion PositionGetInteger. Position_Ticket, alles in Großbuchstaben. Der Rückgabewert ist hier witzigerweise eine unsignierte Long-Variable, obwohl wir eigentlich eine Integer-Variable erwarten. Aber wenn man das hier einmal markiert und die F1-Taste drückt, dann sieht man, dass der Rückgabewert tatsächlich Long ist. Als nächstes benötigen wir den Kaufpreis. Das ist der Preis, zu dem wir eingestiegen sind. Den bekommen wir mit PositionGetDouble und übergeben hier Position_Price_Open. Das Ergebnis weisen wir hier der Variable PositionBuyPrice zu. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch einmal für den Positions-Stop-Loss und für den Positions-Take-Profit-Wert. Außerdem interessiert uns noch der Typ der Position. Den bekommen wir mit PositionGetInteger Position_Type. Der Typ gibt an, ob wir eine Kauf- oder Verkaufsposition haben. Und letztendlich möchten wir auch noch wissen, für welches Währungspaar unsere Position eröffnet wurde. Das übernimmt die Funktion PositionGetSymbol. Jetzt prüfen wir ein paar Konditionen ab. Zunächst einmal möchten wir wissen, ob das Positionssymbol übereinstimmt mit dem Währungspaar auf dem Chart. Außerdem möchten wir wissen, ob unser Positionstyp eine Kaufposition ist. In dem Fall wäre der Rückgabewert PositionTypeBuy. Ein Break-Even-Stop macht nur dann Sinn,
wenn der Positions-Stop-Loss unterhalb des Kaufpreises liegt. Und außerdem möchte ich gerne erst den Stop-Loss setzen, wenn der aktuelle Ask-Preis 30 Punkte oder mehr über dem Einstiegspreis liegt. Und nur wenn alle diese Bedingungen zutreffen, dann nutzen wir Trade.Position-Modify für das aktuelle Positionsticket und setzen den Stop-Loss auf 4 Punkte oberhalb des Einstiegspreises. Den Take-Profit-Wert lassen wir in diesem Fall unverändert. Fehlen noch 2 schließende Klammern für die Vorschleife und die Funktion. Und das war's soweit. Wenn Ihnen das jetzt hier alles zu schnell war oder wenn Sie nicht genau wissen, was dieser Code hier bewirken soll, dann möchten Sie sich vielleicht die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie noch einmal anschauen. Oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs auf der Webseite interessant für Sie. Für den Moment klicken wir mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Ich habe hier einen Fehler. Da hat sich eine 1 eingeschlichen. Wiederholen wir das nochmal. Da fehlt ein L. Aber jetzt hat's funktioniert. Wir haben hier keine Fehler, nur eine Warnung, dass wir aufgrund einer Typumwandlung eventuell einen Datenverlust haben könnten. Für unser einfaches Beispiel soll das so reichen. Und wenn Sie keine Fehler haben, dann klicken wir jetzt hier oben oder drücken die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier das neue Programm Simpler Buy Break Even Stop.ex5 aus, markieren Sie die Option für die Visualisierung und starten Sie Ihren Test. Hier läuft unser Expert Advisor auch schon los und sobald der Preis hier diese grüne Linie durchbricht, sollten wir unseren Break-Even-Stop sehen. Das ist jetzt gerade passiert. Der Preis hat sich aber wieder in die falsche Richtung bewegt. Hier sieht man das besser. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie mit MQL5 für den MetaTrader 5 einen automatischen Break-Even-Stop setzen können, sobald sich der Preis einer Kaufposition in die richtige Richtung bewegt. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.